Ihre Exzellenz, dieses Jahr feiern wir das 140. Jubiläum der diplomatischen Beziehungen zwischen der Republik Bulgarien und der Bundesrepublik Deutschland. Aus der Sicht der historischen Entwicklung, wie würden Sie diese Beziehungen beurteilen und welche historischen Figuren und Fakten haben Ihrer Meinung nach dazu beigetragen? Ich glaube, über diese 140 Jahre haben sich die Beziehungen zwischen Bulgarien und Deutschland ganz hervorragend entwickelt. Nehmen wir mal den Anfang dieser diplomatischen Beziehungen. Damals war der moderne bulgarische Staat entstanden. Nach dem Berliner Kongress wurde das Fürstentum Bulgarien gegründet. Der erste Vertreter, der an der Spitze dieses Staates gestanden hat, war ein Deutscher, Battenberg, nach dem ja auch hier ein großer Platz benannt ist. Also die Anfänge selbst hatten schon diesen Zug der Gemeinsamkeit zwischen unseren Ländern. Und was dann folgte, war natürlich eine Welle von Auf und Ab, aber wir waren stets in politisch gutem Einvernehmen, sogar als die beiden deutschen Staaten existierten, also als die beiden politischen Blöcke existierten, kann man, glaube ich, sagen, dass die Beziehungen gut waren. Die DDR war ein Alliierter Bulgariens in dieser Zeit, aber die Bundesrepublik Deutschland war auch ein wichtiger Partner. Das hat sich sehr gut entwickelt. Dann, nach der politischen Wende, nach dem Wegfall der Blockkonfrontation, haben die Beziehungen einen unglaublichen Aufschwung erfahren in jeder Hinsicht. Okay. Ihre Tätigkeit für das Auswärtige Amt hat Sie zu unterschiedlichen Teilen der Welt gebracht. Sie waren schon in Belgrad, Managua, Wien, Almaty, Moskau und Brüssel. Und seit August 2017 vertreten Sie die Bundesrepublik in Bulgarien. Welche Erwartungen hatten Sie vor dem Beginn Ihrer Amtszeit in Sofia und inwiefern haben sich diese bestätigt bzw. geändert? Ich kam mit der Erwartung hierher, dass nach meinen ersten Eindrücken von Bulgarien, von einer Reise im Jahre 1987, also noch in der alten Zeit, dass sich viel geändert haben würde. So war es dann auch. Man hat natürlich gesehen, der wirtschaftliche Aufschwung, der EU-Beitritt, auch die politische Entwicklung haben in Bulgarien ganz viel bewirkt. Ich kam hierher und hatte den Eindruck, dieses Land ist ein ganz normaler europäischer Staat. Das ist sehr schön zu hören. Sie sind auch für Ihre Affinität für Sprachen bekannt. Sie sprechen Französisch und Russisch. Lohnt es sich auch Bulgarisch zu lernen? Und wie wichtig sind Fremdsprachen in der diplomatischen Praxis überhaupt? Also eine Antwort ist völlig klar. Natürlich lohnt es sich, Bulgarisch zu lernen. Ich hatte von meiner Vergangenheit den Vorteil durch Beschäftigung mit slawischen Sprachen, dass ich von vornherein Bulgarisch ganz gut verstehe. Vor allen Dingen dann, wenn es sich um einen geschriebenen Text handelt oder wenn ich etwa Fernsehen schaue. Von daher, was das Verständnis anlangt, konnte ich mich im Lande von vornherein sehr frei bewegen. Ich habe immer etwas gezögert, wenn es ums Sprechen ging. Ich spreche ganz gut Russisch. Für einen Deutschen ist es fast unmöglich, dann wegen der Nähe der beiden Sprachen sie sauber beim Sprechen zu trennen. Da hätte ich eigentlich mehr tun müssen, aber es ist nun mal so, dass man da Grenzen hat, zumal in meinem Lebensalter, das will ich auch zugeben. Aber Fremdsprachenkenntnisse für einen Diplomaten sind absolut wichtig. Man sollte, wenn es irgendwie geht, die Sprache des Landes kennen, in dem man arbeitet. Wobei natürlich mit zunehmender Integration, gerade in der europäischen Gemeinschaft, es einfach so ist, dass Englisch als Lingua Franca eine große Rolle spielt und so gut wie alle Kollegen das Englische beherrschen. Da ist die Versuchung groß, auf diesen gemeinsamen Nenner zu gehen. Aber nochmal, die Sprache des Gastlandes einigermaßen zu kennen, ist ganz wichtig. Die Bundesrepublik Deutschland wird innerhalb der bulgarischen Gesellschaft als erfolgreiches Modell für die Entwicklung von Verwaltung, Bildung, Kultur, Gesundheitswesen, Technologie und Wissenschaft angesehen. Ihr Land ist auch oft das Symbol für Genauigkeit und Präzision. Welche Tatsachen über Deutschland bleiben aber heutzutage außerhalb des Landes noch unbekannt? Ja, Sie haben in Ihrer Frage viele
generelle Vorstellungen genannt, die über mein Land existieren. Die sind auch zum großen Teil berechtigt. Sie sagten, Deutschland wird als Erfolgsgeschichte gesehen in vielerlei Hinsicht. Das ist auch, glaube ich, so. Ich darf sagen, ich bin stolz, diesem Land dienen zu können. Wir haben vor wenigen Tagen, am 23. Mai, den 70. Jahrestag des Inkrafttretens unseres Grundgesetzes, also unserer Verfassung, gefeiert. Dieser Text, dieses Grundgesetz hat auch nach der Wiedervereinigung weiterhin bestimmt, welchen Grundkurs Deutschland verfolgt. Und ich glaube, dieses Grundgesetz wird noch Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte vielleicht, den politischen Rahmen bilden, in dem Deutschland sein Land organisiert. Also ich glaube, politisch ist das in der Tat ein sehr großer Erfolg. Und man kann sagen, dass auf dieser Grundlage in Deutschland sehr, sehr viele Dinge gut laufen. Es gibt natürlich auch Probleme, die will niemand verschweigen. Die gibt es überall und die wird es immer dann geben, wenn Menschen etwas ins Werk setzen. Aber insgesamt, glaube ich, ist diese Vorstellung von Deutschland als einem recht gut funktionierenden Staat eine berechtigte Vorstellung. Dann gibt es diese Klischees, Präzision, Disziplin, Genauigkeit und so weiter. Ja, vieles ist von dem sicher wahr. Aber ich kann eines beobachten: Mit unserer Integration in Europa, mit der Öffnung der Grenzen, mit dem Zustrom von Menschen aus anderen Kulturkreisen, mit der Möglichkeit zu reisen, sind auch viele Gewohnheiten abgeschliffen oder nicht mehr so ausgeprägt, wie das einmal war. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, das weiß ich gar nicht. Aber die Klischees stimmen vielleicht nicht mehr so stark, wie sie früher einmal gestimmt haben. Und wenn wir jetzt einen Blick auf Bulgarien werfen, was ist Ihrer Ansicht nach die wichtigste Errungenschaft der modernen Geschichte, die die Außenpolitik Bulgariens mittels Diplomatie erzielt hat? Ich glaube, hier ist die Antwort ganz eindeutig. Das ist die Integration in die westlichen Strukturen, in die Europäische Union, in das nordatlantische Bündnis. Das war der Meilenstein, glaube ich, der letzten Jahre in der bulgarischen Außenpolitik. Da ist eine Umorientierung besiegelt worden, die Gott sei Dank, glaube ich, auch von dem Großteil der Bevölkerung Bulgariens gut geheißen wird. Übrigens zwei wichtige Parallelen zwischen Deutschland und Bulgarien, dass unsere Menschen beide, die Europäische Union und das nordatlantische Bündnis, in ihrer großen Mehrheit befürworten und als den richtigen Rahmen ansehen, in dem sich die Politik vollzieht. Aber es gibt auch Erfolge in neuerer Zeit, das haben wir immer wieder betont. Es gibt die erfolgreiche EU-Präsidentschaft Bulgariens, die es erstmals gegeben hat nach dem Beitritt, und auch das politische Ziel, die Region stärker zu stabilisieren. Also, wenn ich Region sage, meine ich damit auch den Westbalkan. Das ist auch ein Ziel, das Deutschland und Bulgarien teilen. Wir hatten vor wenigen Wochen zwei ganz wichtige politische Besuche hier in Bulgarien, den Bundespräsidenten Steinmeier, und wir hatten vor wenigen Tagen unseren Außenminister hier, Herrn Heiko Maas. Bei den Gesprächen wurde das immer wieder als gemeinsames Ziel identifiziert, weiterzuarbeiten an der Stabilisierung des westlichen Balkans, um halt hier den Zusammenhalt Europas noch mehr zu perfektionieren, als er das schon ist. Ich glaube, das wird ein wichtiges Thema für die nächsten Jahre sein. Ein Thema, an dem Bulgarien in seiner Präsidentschaft und auch danach ganz wesentlich mitgearbeitet hat. Wenn ich sage, westlicher Balkan, hat ja Bulgarien auch konkrete Beispiele beigetragen. Zum Beispiel das Abkommen mit Nordmazedonien über freundschaftliche Beziehungen. Ein großer Meilenstein, der durchaus auch wegweisend gewesen ist, glaube ich, für das, was danach geschah. Das Prespa-Abkommen zwischen Nordmazedonien und Griechenland. Alles Dinge, die die Stabilisierung hier in der Region sicherlich begünstigen werden. Mhm. Und wie sehen Sie die Entwicklungsperspektiven von den deutsch-bulgarischen diplomatischen Beziehungen? Sehen Sie noch unangezapftes Potenzial für deren Entwicklung? Mehr ist immer möglich. Wobei ich es nicht nur auf die diplomatischen Beziehungen beschränken würde, sondern die diplomatischen Beziehungen sind für meine Begriffe eine der Katalysatoren
die die umfassenderen Beziehungen zwischen zwei Ländern überhaupt möglich machen und den Weg zu Fortschritten weisen sollten. Natürlich gibt es unangezapftes Potenzial. Es gibt im Bereich der Wirtschaft Möglichkeiten, noch weiterzukommen. Ich glaube, Deutschland ist für Bulgarien bereits der wichtigste Partner. Der bilaterale Handel hat die 8 Milliarden Euro Umsatzgrenze überschritten. Da sehe ich eigentlich keine Grenzen. Das kann noch weitergehen. Und es gibt viele Möglichkeiten, noch weitere Produkte zu erschließen, die wir uns gegenseitig verkaufen können. Übrigens will ich bei der Gelegenheit darauf hinweisen, dass die Handelsbilanz zwischen Deutschland und Bulgarien zugunsten Bulgariens ausschlägt, also mit einem Überschuss Bulgariens. Das kommt in den Handelsbilanzen, die Deutschland international hat, nicht so oft vor. Aber hier zeigt sich auch die Stärke Bulgariens, dass hier Dinge produziert werden, die auf dem deutschen Markt Absatz finden. Das ist sehr gut. Deutsche Investitionen, dafür ist die Tür offen und ich denke mal, wenn sich Bulgarien weiter in die Richtung entwickelt, die es zurzeit genommen hat, auch in Absprache mit der Europäischen Union, dann ist hier noch einiges unangezapftes Potenzial. Das kann man weiterentwickeln. Da ist mehr möglich. Ich weiß persönlich von vielen deutschen Firmen, die interessiert sind, hier auf diesen Markt zu kommen. Wir erleben ja auch in diesen Wochen und Monaten, dass mehrere größere deutsche Investitionen stattfinden. Da ist jede Menge Entwicklung noch möglich. Aber das gilt natürlich auch für den touristischen Austausch. Zurzeit ist touristisches Ziel Nummer 1 die Schwarzmeerküste. Ich persönlich bin überzeugt, dass es hier im Lande an Ausgrabungsstätten, an religiösen Stätten, in Klöstern noch ganz viel Potenzial gibt, um die Menschen hierher zu locken und ihnen zu zeigen, dass Bulgarien nicht nur die Schwarzmeerküste ist. Ihre Exzellenz, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview und für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg im diplomatischen Dienst und im Leben. Vielen Dank.